So, okay, meine lieben Freunde, leicht EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute möchte ich mit euch mal ein Thema angehen, was Docker betrifft, und zwar sogenannte Docker Volumes. Viele speichern ja die Daten in einem Docker Volume. Das ist eine Datei, eine Festplatte könnte man sagen, die simuliert wird, wo dann entsprechend die Daten drinnen liegen. Nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel hier PG Data, das wäre jetzt eine Datenbank, Postgres vom Paperless zum Beispiel, das ist die eine Variante, jetzt mal hier, dann hätten wir vom Paperless nochmal einen anderen Ordner, Redis, da gibt es nur eine Dump-Datei drin, dafür ein eigenes Volumen zu haben, ist natürlich eine Sache. Und dann gibt es die andere Variante, das sind die sogenannten Mount Points. Genau, nochmal Paperless, so. Da haben wir jetzt sogenannte Mount Points hier drin, Media zum Beispiel, das sind die ganzen Dokumente auch nochmal drin. Das ist also der Unterschied. Das eine ist eine simulierte Festplatte, wie wir jetzt das hier gesehen haben. Zugemacht. Das sind die simulierten Festplatten, die sogenannten Docker Volumes. Und dann eben, wie gesagt, die sogenannten Mount Points, wo man direkt einfach in das Dateiverzeichnis der Festplatte seine Daten reinschreibt. Sicherheit und so weiter, und so ist eigentlich, kann man sagen, bei den Volumes besser gegeben. Die Verwaltung und Backup und Sicherungen ist eigentlich bei den Mount Points eher so ein bisschen vorteilhaft. Es hält sich gegenseitig die Waage, es ist immer eine politische Entscheidung. Ich kann hier zum Beispiel direkt reingehen und kann hier Dateien bearbeiten. Ich kann mir auch direkt Dateien anschauen, ne? Zum Beispiel. Wobei ich hier immer den Umweg gehen muss, dass ich erst einmal ins Volume reingehen muss. Gehen wir hier rein, Daten. Und hier auch nicht unbedingt alles ändern kann. Ich kann zwar hier auch Dateien verändern, aber nicht unbedingt alles. Es ist immer eine zweispaltige Sache. Ich für meinen Teil habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile die Mount Points bevorzuge und die Volumes eigentlich eher weglasse. Es ist eine Art vom Handling her, das ist eigentlich, man kann sagen, eine politische Entscheidung, je nachdem, wie man arbeitet, was man arbeitet und wie man es verwalten möchte und was einem lieber oder was einem mehr liegt, einfach von der Art her, wie man es verwaltet. Ich möchte mit euch mal durchgehen, wie kriege ich jetzt von einem Docker Volume etwas in ein Mount Point, beziehungsweise wie bekomme ich Sachen von einem Mount Point in ein Docker Volume. Diese Anleitung ist eine einfache Anleitung. Es gibt den Befehl Mounts, da kann man dann beides mounten und sich ein Archiv erstellen lassen. Das sind dann Techniken, die man auf jeden Fall bei Datenbanken, bei der PostgreSQL zum Beispiel anwenden muss. Allerdings jetzt nicht, wenn ich hier einfach ein kleines Verzeichnis wie, nehmen wir den mal hier, Smart Home, den Home Assistent zum Beispiel, den kann ich so rüber kopieren. Das kleine Ding hier, Redis Data, das stelle ich jetzt nicht mit euch mal um. Das kann ich auch problemlos verschieben. Mit den meisten Containern kann man einfach ganz cool switchen und hin und her kopieren. Dann machen wir das einfach mal. Das heißt, wir brauchen als erstes mal vom Paperless unsere Docker Compose. Wenn ihr das mit Portainer macht, dann ändert ihr das einfach in Portainer ab. So, und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Zeile, die mich interessiert. Hier ist das Volume definiert. Na, das ist das Volume, was hier oben auch verwendet wird. Docker Volumes. Das ist das hier. Das ist auch angegeben. Das kann ich jetzt hier einfach ändern. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Punkt und einen Strich davor. So, und jetzt habe ich schon einen Mount Point. Das heißt, wenn ich jetzt das Docker Compose mit dieser Konfiguration starte, dann bekomme ich hier automatisch das Verzeichnis Redis Data angelegt. Ist allerdings leer, ist klar. Das heißt, ich könnte das jetzt auch direkt auch per Hand anlegen. Mache ich jetzt einfach mal ganz frech. New Folder Redis Data. Gehe da rein. Ich hole mir auch mal hier den Ordner.
Und dann habe ich hier bei den Docker Volumes noch ein Ding, ist immer ein Verzeichnis Data. Da müsst ihr noch reingehen und dieses Verzeichnis Data, das nimmt ihr nicht mit. Ihr kopiert den Inhalt quasi des Verzeichnisses direkt in das Mount-Verzeichnis. Speichern, jupp. Kopie hier. Ich kopiere die Dateien immer erstmal und wenn es läuft, dann kann man das Volume alleweil noch löschen. Also es muss ja nicht direkt funktionieren. Es kann ja immer sein, dass ihr da Dateiberechtigungen setzen müsst oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel, sehr oft ist es, wenn das nicht funktioniert, einfach der Fall, dass man den Besitz der Datei auf Ordner übernehmen muss und den Ordner dann entsprechend einem bestimmten Benutzer zuweisen muss. Wie bei Paperless ist es zum Beispiel der User Paperless, den muss man dann zuweisen als Ordner. Das sind dann immer so kleine Schabernacke. Gut, jetzt haben wir den einfach mal angelegt. Gehen wir noch einmal zurück in unseren Virtual Edit. Da habe ich das jetzt auch geändert. Dann muss ich das hier unten noch ändern, weil hier habe ich noch eine Definition ganz unten drin stehen. Redis Data. Ich tue jetzt nur einfach mit dem RAM ausschalten, dann will er mich, weil PG Data, die Postgres Datenbank, die machen wir im nächsten Video dann. Die lasse ich jetzt einfach noch mal so stehen, weil die brauche ich noch. Und das Redis Data brauche ich nicht mehr, weil ich sie oben auf einen Mount Point gesetzt habe. Das heißt, das Volume für diese Instanz ist dann quasi weg. Dann tun wir das Ganze speichern. Ja, da müssen wir natürlich erst ein bisschen zurückgehen. Dann in dem Fall, ich mache das ja Docker Compose, wenn ihr jetzt den Portainer benutzt, dann geht er auf Deployed. Und ich fahre meine Docker Compose hier runter. Paperless ist eine gute Anwendung, um das zu zeigen. Braucht lieber ein bisschen, bis es reagiert. Was ein bisschen was Aufwendigeres ist. So, fahre die Datei neu hoch. Damit wird jetzt meine neue Docker Compose geladen. Ja, ich habe jetzt also meine Docker Compose, die ich hier geändert habe, jetzt geladen und hier ist der kleine Mount Point drin. Gut, dann sind wir den Paperless mal kurz drin. Haben wir auch aufgerufen und jetzt kann ich hier ganz kurz checken. Funktioniert hier alles? Habe ich mein Zeug da? Schaut gut aus. Hat sich anscheinend alles gemerkt. So, funktioniert. Damit ist die Sache eigentlich auch geritzt und drüben. Dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz anderweitig an. Gehen wir nochmal auf unser... Hier ist es unsere Redis-Datei. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, 14:41 Uhr. Das ist es nicht. Da müssten wir jetzt einen kleinen Test machen. Den machen wir auch gerne hier. Wir nehmen jetzt Paperless, fahren das runter. So, und jetzt müssten wir hier 15:23 Uhr und wir sind mit der Uhrzeit. Das ist die Datei, die er auch verwendet. Das heißt, damit ist die Umstellung eigentlich durch. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück in unseren Docker Desktop. Und jetzt kann man hier natürlich unter Volumes hergehen und kann natürlich sagen, Paperless, Redis Data, den kann ich jetzt hier löschen. Dann ist er weg. Sollte dir das Video gefallen und geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, hast du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich produziere natürlich die Videos in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier tue und meinen Kanal unterstützen möchtest, findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung. Dann solltest du irgendwelche weitergehenden Probleme haben mit deinem PC, mit deinem System, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Netzwerk, mit deinem Server oder mit Arbeitsplätzen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweit remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, einfach Auftrag gegen Rechnung.
Das Kontaktformular verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, ihr habt euch wohl und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video.